Hey Action-Fans, willkommen bei Polizei Halt. Sind Sie bereit für die tragischsten Verfolgungsjagden und unglaublichen Einsätze der Polizei? Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Action. Vergessen Sie nicht, dass es sich hierbei nicht um Filmszenen handelt, sondern um echte kriminelle Vorfälle. Eine gewöhnliche Verkehrskontrolle am Mittag verwandelte sich innerhalb von Sekunden in eine tödliche Verfolgungsjagd. Polizeibeamte entdeckten Montrell Jones, ein bekanntes Mitglied der Gather Boy Gang, der zuvor wegen Waffenbesitzes verurteilt worden war, an einer Exxon-Tankstelle. Als Jones die Polizisten sah, zog er seine Kapuze über den Kopf, um sein Gesicht zu verbergen, was sofort Verdacht erregte. Jones stieg in sein Auto und ignorierte die Aufforderung der Beamten anzuhalten und begann zu fliehen. Wenn du actiongeladene Fluchtvideos und detaillierte Polizeiberichte liebst, kannst du unseren Kanal abonnieren. Jede Woche erwarten dich 2 neue Videos. 97% unserer Zuschauer sind noch nicht abonniert. Wenn dir unser Video gefallen hat, vergiss bitte nicht, uns zu abonnieren. Die Verfolgungsjagd setzte sich mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn fort. Sie endete jedoch tragisch. Mehr dazu gleich. To 4P21. We're getting back on 30 West. He just threw something out the window there at the intersection. 1022. We're staying on Young Road, coming up to Gar Springs. Die Reaktion der Polizei kurz darauf brachte das in den USA häufig diskutierte Thema gefährliche Anhaltebefehle erneut auf die Tagesordnung. In Deutschland greift die Polizei in ähnlichen Situationen in der Regel mit Hubschraubern oder festen Straßensperren ein, wobei sie Abstand hält, während solche direkten Kontakte in den USA weit verbreitet sind. Was wäre Ihrer Meinung nach der effektivere Ansatz? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Rockwood City of Tommy, give me the vehicle description. Black Kia Optima. Black Kia Optima. North on Gar. North on Gar. He just brake hit me, caused me to run into him. We're turning around here. Hold on. Still in Gar Springs, guys. 10-4, I just hit him out. He crashed head on to a pole. Das Fahrzeug der Marke Kia Optima wurde kurz darauf von der Polizei angehalten. Doch anstatt sich zu ergeben, gab Jones erneut Gas. In diesem Moment wurde einer der Beamten, der versuchte, die Tür des Fahrzeugs zu öffnen, durch den plötzlichen Vorwärtsstoß des Fahrzeugs weggeschleudert und prallte gegen die Motorhaube des Streifenwagens. Augenzeugen berichteten, dass der Beamte durch die Wucht des Aufpralls durch die Luft geschleudert wurde. Dieser Vorfall, der sich im November 2015 ereignete, zeigt, wie eine routinemäßige Diebstahlsermittlung innerhalb von Sekunden. In diesem Moment versuchte ein anderer Beamter, sie an der Beifahrertür zu stoppen, was ihm jedoch nicht gelang.
544 Fourth Link. Speed's 80. She's pulsing real bad. Remember, what car is that vehicle about for? Okay, I swapped the battery tires for turbos or Es sieht so aus, als wäre einer der Reifen des Fahrzeugs geplatzt. Deshalb kommt Rauch aus dem Auto. Weil es so fährt, kann es seine Spur nicht verlieren und auch keine hohen Geschwindigkeiten erreichen. Die Polizisten, die die Fahrerin in Gefahr gebracht hat, verfolgen sie wütend weiter. Die Verfolgungsjagd ging eine Weile so weiter. Die Fahrerin konnte mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiterfliehen. Währenddessen versuchte sie, einen roten Dodge Charger, der auf der Straße fuhr, zu rammen, um ihn von der Straße zu drängen. Ein weiterer Polizist positionierte sich auf der Straße und wartete darauf, die Reifen des Fahrzeugs zu zerstören. Der Fahrer entkam dieser Falle, wechselte auf die Gegenfahrbahn und stellte damit eine ernsthafte Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar. Als die Fahrerin erkannte, dass sie nicht entkommen würde, verlangsamte sie ihre Fahrt erheblich. Die Polizeibeamten stiegen sofort aus ihrem Am Morgen des 18. September 2023 gegen 10 Uhr bemerkte ein Streifenpolizist der Arkansas State Police bei einer Radarkontrolle auf der Interstate 49 einen schwarzen Chrysler 300, der mit einer Geschwindigkeit von 156 km pro Stunde durch eine Baustelle fuhr. Die Scheiben und Rücklichter des Fahrzeugs waren dunkel getönt, was die Identifizierung erschwerte. Als der Polizist seine Blaulichter einschaltete, schien der Fahrer zunächst langsamer zu werden und auf die rechte Spur zu wechseln. Doch dann riss er plötzlich das Lenkrad herum und begann mit einer abrupten Beschleunigung zu flüchten.
Die Verfolgungsjagd setzte sich auf der Interstate 49 in Richtung Norden fort. Der Chrysler fuhr mit über 160 Kilometer pro Stunde und manövrierte aggressiv zwischen den Fahrspuren. He took the 69 on me. I couldn't get through to traffic. Der Fahrer scherte mehrmals gefährlich zwischen andere Fahrzeuge ein und entging nur knapp mehreren Zusammenstößen. Über Funk meldete die Polizei eine aktive Verfolgungsjagd und die Einheiten berichteten, dass der Fahrer schließlich die Anschlussstelle 69 verlassen habe. Aufgrund des dichten Verkehrs wurde das Fahrzeug des Troopers jedoch von einem Lastwagen blockiert und die erste Verfolgungsjagd war beendet. Aber die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Am selben Tag gegen 17:40 Uhr konnte Senior Officer Schwab den Chrysler anhand eines Teils des Kennzeichens und weiterer Details erneut ausfindig machen. Diesmal begann eine zweite Verfolgungsjagd mit hoher Geschwindigkeit, die sich über 10 Meilen durch die Innenstadt erstreckte. Dieser Vorfall macht auf das Problem der wiederholten Fluchtfahrer aufmerksam, das auf den Straßen von Arkansas häufig auftritt. In den USA greifen die Bundespolizisten bei solchen Verfolgungsjagden in der Regel auf taktische Manöver bei hoher Geschwindigkeit zurück, während in Deutschland ähnliche Situationen mit Fernüberwachungssystemen und Hubschrauberkoordination gelöst werden. Was ist Ihrer Meinung nach sicherer? Direktes Eingreifen oder Fernüberwachung? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren unglaublichen Verfolgungsjagden der Polizei zu verpassen.
Der Fahrer ging bis an die Grenzen, um zu entkommen. Manchmal fuhr er auf den Grünstreifen am Straßenrand, um sich einen neuen Weg zu bahnen. Manchmal überholte er mit sehr scharfen Manövern. Dass er sein altes Auto so stark beanspruchte, könnte ihm Probleme bereiten. Der Rauch, der manchmal aus dem Auto aufstieg, war ein Zeichen dafür. You are taking the 60. 10-4, we are taking the 60s down. Traffic on Razorback. Die Polizeibeamten haben unterschiedliche Sichtweisen auf den Vorfall. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, musste der erste Polizeibeamte die Verfolgung abbrechen. Aber der leitende Beamte Schwab setzte die Verfolgung so nah wie möglich fort. Glauben Sie, dass dies mit seiner Erfahrung oder mit seinem Mut zu tun hat? Okay, you just jumped in the parking lot, stand by. Copy, it's a parking lot. We'll be coming. We are westbound, okay, traffic westbound this line. Copy, westbound, okay, right traffic. He's trying, we're coming up to Sang, stand by. Went through the traffic light at Sang, it was red, deputy is behind me. Traffic is medium light on it. Okay, they only going left, so they'll see me, we're good. Still continuing westbound on the upgrade. Passing 1049 southbound ramp. Anybody in the lane? Alright, we're good. Okay, 49 and okay, westbound. I'm taking your alcohol. Als er an eine Stelle mit hohem Verkehrsaufkommen kam, fuhr der Fahrer ohne zu bremsen weiter. Der Fahrer, der an Ampeln nicht anhielt und an Kreuzungen unachtsam fuhr, verursachte eine große Katastrophe. I think we're about to try to see it here. Can we get it in? He's 100, going 30 feet in, coming up the roof. Yeah, flat tire maybe? That's what's going line. No left traffic, all right. There, coming go. We're coming up to Lane Street. Traffic lined up a little bit. Here, turning downtown or Holland. Downtown or Holland. Downtown or Holland. Downtown or Holland.
North Warrington. No left, no left, no right. Good. Street 80. Put up to Oakdale Road. Oakdale Road. No traffic. Oakdale Road, no traffic. Straight on there. Should be straight. He said that that road, that bad. No, we're good. The road, and then it's hauling in Oakdale. Right or left, right or left. He went straight onto a dirt driveway. Dirt driveway, they live all in there, or Oakdale. Look out this way. Yeah, that was good. Der Fahrer, der seine Flucht auf einer unbefestigten Straße fortsetzte, verließ sein Fahrzeug aufgrund der dichten Rauchwolken und floh. Als die Polizisten die Tür des Fahrzeugs öffneten, waren sie überrascht, den Fahrer nicht vorzufinden. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Fahrzeug. Die Polizeibeamten löschten das Fahrzeug. Im Polizeibericht wird angegeben, dass der Fahrer gefasst wurde. Vergessen Sie nicht, sich anzumelden, um weitere actionreiche Verfolgungsjagdvideos und detaillierte Polizeiberichte zu sehen. Bis bald!